Um dos meus professores de contrabaixo acústico lá da Alemanha, o professor Szymon Marciniak, acabou de lançar um CD. Nesse CD contém obras, peças para contrabaixo acústico e piano dos compositores Czerny, Reiner e Hertel. E é um prazer para mim hoje poder trazer o Szymon para contar como foi a gravação desse CD e compartilhar essas histórias com vocês. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje, o Shimon Marciniak e a pianista Young-Soo Kim vão bater um papo comigo sobre esse CD novo que eles acabaram de gravar, que se chama Lost Beauty. Antes de passar para a entrevista, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém que você conhece e você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, assim quando eu botar vídeos novos o YouTube vai te avisar. Als erstes möchte ich euch bedanken, herzlich bedanken, dass ihr hier seid. Es ist mir eine Freude, mit euch über Musik zu sprechen. Und ich will schon meine erste Frage zu stellen. Es ist so, wo kam die Idee oder die Inspiration her und warum Kompositionen von Hertel? Ich habe die Idee von diesem Programm schon seit vielen Jahren gehabt. Das für mich als Kontrabassist ist ein Repertoire, mit dem ich aufgewachsen bin. Nicht vielleicht sofort in den ganz jungen Jahren, aber später zu meiner Studienzeit habe ich die Stücke schon gekannt und viele schon gespielt und manche in den Jahren danach. Aber wirklich als so Moment, der sich ja ergab, wo ich ernsthaft darüber gedacht habe, jetzt wäre die Zeit dafür, war eigentlich ein bisschen geknüpft mit dem letzten Jahr, mit dem Jahr 23, weil das hatte ich schon ein bisschen im Sicht, dass der Hertel in 73 gestorben war und das wird dann 50 Jahre. Ich habe mir trotzdem die ganze Zeit genommen, die nötig war, diese Aufnahme mit Zug vorzubereiten. Ich muss auch sagen, dass also wir haben jetzt 2020 so richtig zum ersten Mal gespielt, oder? Angefangen. Genau, und das war eigentlich für mich auch das Moment, wo ich das schon in Sicht hatte, dass ich das Projekt in Kürze machen möchte und das möchte ich mit Zug machen vor allem. Das war auch sehr wichtig. Vor allem. Wow. Und die Frage ist auch, wie wichtig war denn Hertel für den Kontrabass? Die ganze tschechische Schule war sehr wichtig natürlich, weil die deutsche Schule auch natürlich importiert dann teilweise nach Amerika und andere Länder der Welt, ist alles sehr stark auf Methode von Franz Simandl basiert. Und viele von uns lernen immer noch heute. Also fängt man damit an, also du und ich, also alle. Genau. Hertel ist natürlich eins von den Schülern dieser Schule gewesen. Das hat sich natürlich auch ausgewachsen, weil Teil war in Österreich, Teil war in Tschechoslowakei. Das war historisch alles gebunden. Aber nicht nur Hertel, weil wir haben ja noch die zwei anderen, wovon einer auch Kontrabassist war, František Czerny, und der war auch der Lehrer von Hertel, also eine Generation älter. Und auch er natürlich stammte aus dieser Schule. Und Rainer dann? Rainer ist der Einzige, der kein Kontrabassist ist. Ja. Der war eigentlich Zeitgenosse von Hertel und war ein Komponist und Pianist. Naja, der hatte ein recht schweres Leben, kann man sagen, weil er war jüdischer Abstammung und natürlich im Zweiten Weltkrieg ist er auch in Theresienstadt im Konzentrationslager gekommen, als einzige einer Komponistengruppe überlebt und auch in den Nachkriegsjahren wurde er sehr jetzt kontrolliert von der kommunistischen Partei, das ihn bestimmten stillschreiben musste. Er lebte in der Zeit nach Krieg in Prag eben als freischaffender Komponist und Pianist und hat dann wahrscheinlich viele Auftragswerke geschrieben und scheinbar, also ich habe jetzt nie gefunden, unter welchen Umständen Hertel und Rainer sich getroffen haben. Aber ich vermute, dass er auch Hertel oder auch seine Sonate, die er in der Zeit geschrieben hat, gehört haben musste und sich davon inspiriert hat. Weil ja die Sonate von Rainer fast nach 1 oder 2 Jahren später entstand. Genau, und da sehen wir auch auf der ersten Seite gleich die Widmung an Professor František Hertel. Ich will Jungzug fragen, wie war die Vorbereitung, so auch musikalisch und finanziell für dieses Projekt? Musikalisch und finanziell. Okay.
Als Shimon erstmal mich gefragt hat, zusammen zu spielen, musikalische Vorbereitung, naja, wir haben immer wieder mal getroffen, das war nicht einfach, weil Shimon eigentlich in Saarbrücken so halb lebt, als Professor dort an der Musikhochschule. Und als Berlin hin und her gekommen war, dann haben wir immer wieder geprobt. Und zwar in meiner Wohnung. Aber wir haben musikalisch super gut verstanden, eigentlich. Und das hat super gut Spaß gemacht. Nur vielleicht Härtesonate vielleicht nicht, oder? Oh, das hat dir keinen Spaß gemacht. Doch. Aber das Stück war so unglaublich, weil wir musikalisch immer wieder neue Ideen hatten, immer wieder etwas anderes probieren wollten und so weiter. Und ja, wir haben kompositorisch, und das war interessant für mich, weil die Härtel-Sonate habe ich von allen diesen Stücken fast am längsten gespielt oder am meisten, auch mit Pianisten. Aber nach allen diesen Jahren entdeckte ich jetzt erst einige, würde ich sagen, kleine kompositorische Löcher oder nicht ganz genau gesagt Löcher, aber vielleicht eine Instrumentationsprobleme oder bestimmte Spannungsbögen, die nicht funktionieren, wo man muss bisschen drehen und ein bisschen gucken und dies und vielleicht das und so. In anderen Stücken musste man nicht viel tun oder nicht viel arrangieren, damit das gleich gut funktioniert. Man konnte von dem Level auch gleich arbeiten. Aber ja, bei Sonate war das... Das war unglaublich und das war so gute Erfahrung und ich habe echt viel gelernt davon. Ich weiß, dass ihr schon zusammen Konzerte und Auftritte gespielt, bevor die Aufnahme, oder? Das war ein Teil von dieser Vorbereitung für die Aufnahme. Wir haben für das Projekt, das ganze Projekt für Lost Beauty, für das CD-Aufnahme, haben wir fast ein Jahr ungefähr immer wieder Konzerte organisiert und Auftritte gehabt. Okay. Wie viele Aufnahmen habt ihr zusammen gespielt? Oder wie viele Konzerte? Konzerte, ja. Ich habe eigentlich mehr organisiert, als wir am Ende gespielt haben. Aber es wäre so um die 10 oder so ungefähr. Wir hatten eigentlich so in ein paar Blocks. Der erste Block war, glaube ich, im Frühling letztes Jahr. Und dann hatten wir was nach dem Sommer gemacht und noch Anfang des Jahres vor der Aufnahme. Denn mir war auch nicht klar, als ich so Ende 22 gedacht habe, wie kann man das machen? Große Ideen natürlich wegen speziellen Flügel und Darmseiten und alles. Und wo wir die Aufnahme machen, das schien wirklich wie ein logistisches Puzzle, wo ich nicht wusste, ob das überhaupt klappt, ob das nicht so kompliziert ist. Aber dann habe ich angefangen, erste Konzerte zu buchen und schon dann dachte ich, dass wir wahrscheinlich eher erst 24 aufnehmen, weil wir das Jahr 23 eher zum Konzerte spielen und damit bereiten wir uns für die Aufnahme vor, aber feiern wir eben das Härteljahr vor dem. Das wäre aber noch besser gewesen, oder? Wenn CD 23 gekommen wäre. Das wäre ideal. Das wäre ideal, aber... Ja. Die finanzielle Vorbereitung, wie habt ihr denn das organisiert? War auch sehr wichtig. Wir haben jetzt eine Spende eingerichtet Anfang des Jahres über GoFundMe. Ich habe selber an sowas nie teilgenommen oder sicher nicht organisiert und wusste nicht wirklich, was so zu erwarten, ob sich da überhaupt jemand interessiert. Wir waren am Ende eigentlich begeistert. Wir haben da mindestens 4.000 Euro, sogar noch ein bisschen mehr eingesammelt für die Produktion, die viel mehr noch gekostet hat. Aber ohne diese Hilfe wäre es noch viel, viel schwerer. Wie gesagt, zu den Kosten hat schon alleine das Mieten von dem Flügel beigetragen, was man jetzt so bei üblicher Aufnahme nicht macht. Aber im Fall hatten wir jetzt eine ganz spezielle Vorstellung, klanglich, wie wir das herbringen wollen. Könntet ihr mehr über diesen Aufnahmeprozess zu sprechen, sowie ich weiß, dass Professor Marciniak spezielle Seiten verwendet hat und auch diese Flügel, könntet ihr darüber sprechen? Ursprünglich eigentlich wollten wir einen super geilen Flügel aus 1950, 60 so ungefähr finden, was eigentlich die 3 Komponistenseite entspricht. Aber das war super schwierig irgendwie und wurde auch nicht empfohlen. Und irgendwie wollten wir diese Zeit nochmal realisieren, den richtigen Klang damals haben, aber
wurde nicht empfohlen und so haben wir weitergesucht und wurde empfohlen von Dirk. Dirk Fischer, der Produzent. Genau, der hat empfohlen, einen Klavierbauer, heißt Gerd Finkelstein. Und wir waren da in seiner Werkstatt und dann haben wir mehrere Flügel ausprobiert, Yamaha und Wesendorfer. Aber diesen Flügel, was wir gefunden haben, haben wir von Anfang an so gemocht. Ne? Mhm. Ja, das war ein also nicht der volle Größe, so wie ein Solo-Flügel für jetzt einen Solopianisten, sondern eben ein bisschen kleiner. Und es hat uns eigentlich schockiert, wie transparent er klang. Und wirklich diesen Klang von einerseits modernen Flügel, aber noch mit dieser Transparenz, die man so vor 100 Jahren gehört hat bei den Aufnahmen und dann aber blitzsauber und natürlich in gutem Zustand, weil das wäre das Hauptproblem. Wir haben eigentlich lustigerweise bei unseren Konzerten bei 1 oder 2 Orten gespielt, wo es wirklich alte Flügel gab, von 100 Jahre alt. Und die hatten natürlich alle Charme, aber bei jedem gab es irgendein Problem. Und wo wir dann gemerkt haben, so riskant. Und das wäre auch Dirks Meinung und von seiner Erfahrung, weil er hat ja viel mit alter Musik gearbeitet und aufgenommen und er kennt die ganzen Probleme, die es gibt. Ja, und das bezog sich ja dann auf die Damenseiten, weil ich habe tatsächlich die verwendet. Diese Idee kam mir als Entscheidende erst so vor 2 Jahren, ein bisschen durch Zufall. Und dann habe ich mit Gerold Gensler eben, er hat ein ganzes Jahr immer wieder versucht, ein entsprechendes Materialkonzept herzustellen, was mich an dem Klang einer blanken Damenseite so nah wie möglich bringt, aber mich eben technisch von allen diesen Kopfschmerzen und Probleme und potenziellen Disasters, so wie gebrochene Seiten bei der Aufnahme und so, das kann ja nicht sein, dass mir das erspart wird. Und er hat dann am Ende schon Seiten mit Darmkern gemacht, aber mit etwas Mischung von Seide. Und das wichtigste Merkmal ist, dass alle 4 Seiten tatsächlich ohne diese Metall-Umspinnung sind. Du siehst eigentlich gar keine Silber Farbe oder Silberteil, so wie man es gewöhnt ist bei der Seite, sondern die sehen eigentlich alle, so wie ich das immer sehr liebevoll nenne, wie Spaghetti, Rolles Spaghetti, die haben diese Farbe. Und man würde jetzt denken, das sind wirklich reine Darmseiten. Die haben Darmkern, das ist wichtig, weil das klanglich ist eigentlich unverwechselbar. Ja. Die spricht wie Darmseiten. Ja, allerdings, die sind dynamisch, würde ich sagen. Ich habe ja einen Darmsatz gehabt, der traditionell gemacht ist. Ich würde sagen, dass eine reine blanke Darmseite von der Dynamik vielleicht begrenzter ist. Und das hätte sein können, dass ich dann gegen modernen Flügel und Flügel, das doch modern ist, schon ein bisschen Probleme gehabt hätte. Denn jetzt die Musik, die wir gespielt haben, das geht ja so bei Czerny, ist es richtig Salon. Dann aber, wenn es zu Rainer kommt oder Hertel, auch Sonate-Stücke, das sind Klavierstimmen, die dichter sind, wo man dann auch wirklich auf einer Ebene ist. Und das ist sehr integriert zwischen Kontrabass und Klavier eben. Also eine ziemliche Bandbreite, trotz, auch von der Entstehungszeit. Ich meine, wir reden jetzt von 1913 bis 1960er. Also es ist nicht genau alles innerhalb von 10 Jahren entstanden, die Musik. Ja, ich habe eine Frage für Jungzug. Wie schätzt du Besonderes an der Musik von Hertel, Rainer und Czerny als Pianistin? Sehr, sehr wichtige Frage. Aber Hertel und Czerny und Rainer, was ich diesmal mit Szymon vorbereitet habe, das war so ein geniales Repertoire. Und insgesamt, ich bin so happy, weil das Programm, so ganze Programm so gut passt, obwohl das ist so anstrengend. Trotzdem denke ich, das ist so gutes Programm und Musik ist wirklich so tief und zum Beispiel, Szymon hat schon gesagt, Czerny ist so wie Salon oder Improvisation. Wir haben echt viel wirklich getanzt manchmal, ne? Auf der Bühne. Ja. Genau, beim Spielen, als ich allein Szymon tanzt schon vorne irgendwie. Ich musste lachen. Und wie Hertel
mit Akkorde vielleicht, wie faszinierend der Akkord, der unerwartet verwendet hat. Das ist so unglaublich. Und wie ich schon mal erwähnt habe, wir mussten immer über Herzsonate diskutieren über die Sache, Stelle, wie das war, wie machen wir das. Und dann, das hat sich immer geändert oder ist irgendwie entwickelt. Aber, oder? Das war echt lange weg. Ja. Super, eine lange weg. Und Rainer, das ist unglaublich, weil als Shimon am Anfang mir das Stück vorgeschlagen hat, habe ich so ein bisschen probiert und dann sagte ich Shimon sofort, wieso ist der so wütend? Was? Wieso ist der so wütend? Ja. Wieso ist der so ärgerlich? Ja. Aber ich hatte überhaupt keinen Hintergrund, seine Geschichte über sein Leben, das hatte ich nicht. Ja. Und das, wenn ich jetzt nachdenke, das ist so krass. Erster Satz, wie wütend das anfängt, mit viel Energie, so Wut halt. Und zweiter Satz, wie schwer alles Schritt, so richtig schweren Schritt halt, wie schweren Marsch. Ne? Das ist echt krass. Ja. Und was habe ich noch nicht erwähnt? Also für mich war das ja auch interessant, besonders mit Rainer, weil ich habe die Sonate ein paar Mal gespielt, aber vor diesem Projekt wirklich 10 Jahre gar nicht. Das heißt, für mich war das fast wie Wiederbegegnung. Ich habe das stellenweise sogar vergessen, das Stück. Ich wollte es zwar auf dem Programm haben, aber ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. Und mich hat das uns beide am Ende richtig geschlagen, dass bei jedem Konzert, wo wir es gespielt haben, haben Leute immer besonders auf das Stück reagiert. Das heißt, die haben immer gesagt, aber diese Sonate von Rainer, das ist wirklich besonders. Wo ich das fast, ich wollte dann auch nicht zugeben, weil das Projekt ist Hertel-Projekt und Rainer ist eigentlich nur ein Gast dabei, wo ich dann aber fast immer denken musste, rein von der Tiefe. Das hat uns ein bisschen wehgetan, ne? Das ist schon noch mal eine Stufe, wobei ja, wo ich jetzt die CD höre gesamt, dann muss ich sagen, Hertel steht da für sich. Und wenn man jetzt diese Vergleiche nicht macht, dann ist es diese Vielfalt auch eben das Beste. Für mich war das auch so besonders, eben an Zusammenarbeit mit Zug, weil ich wusste natürlich, dass Zug keine Kontrabassistin-Pianistin ist. Also sie hat keine Geschichte mit Korrepetition, mit immer die gleichen Werke spielen. Ich meine, Hertel-Sonate zum Beispiel ist jetzt schon längst im Repertoire. Das spielt man an Schulen, an Wettbewerben und so weiter. Zug war ein reines Blatt Papier, wenn ich das so sagen darf, weil du bist gekommen, du hast diese Musik von mir bekommen und du hast das geschätzt, für was es ist, ohne Vorurteil, ohne Geige oder Cello oder Gesang oder Kontrabass. Ich fand es toll zuzusehen, wie du das natürlich anfängst zu lieben, die Musik. Aber einfach, verstehst du, was ich meine? Ja, ohne Voreinschätzung. Ja? Weil das hat man immer im Beruf, wenn man das gemacht hat. Wenn ich im Orchester ein paar Jahre Dienst gespielt habe, dann weiß ich, was eine Brahms-Symphonie ist. Aber wenn man jetzt das gerade zum ersten Mal entdeckt, reagiert man auch ganz anders und manchmal viel auf eine Art unschuldiger vielleicht. Ja. So, ihr habt toll gemacht. Ich habe mein CD hier, schon in Brasilien. Ich habe ganz gehört. Es ist wirklich toll, wirklich gut. Und meine letzte Frage ist, wo kann man das CD kaufen oder hören? Solar Records zuerst, die Website solarrecords.com und sonst ist die Distribution, ich glaube, also hier, wenn man jetzt in Deutschland ist, dann gibt es bei JPC zu kaufen. Ich habe bei Presto gesehen, Amazon, aber natürlich jede Menge Streaming-Portale, so wie Spotify und iTunes und Apple Music und also ich persönlich, ich weiß, dass es heute altmodisch ist, vielleicht sogar problematisch für viele, weil die Leute eigentlich keine CD-Spieler haben. Aber ich kann es schon sagen, den ganzen Sound hört ihr wirklich von der CD. Weil wir haben uns über, so wie wir jetzt gesprochen haben, über Sound viele Gedanken gemacht. Mit Streaming ist das unterschiedlich. Man bekommt da nun nicht so ganz gesamtes Bild. Aber natürlich da kann man das auch hören. Ja, danke. Danke für diese Lost Beauty hier.
und danke für heute, für unsere Besprechung. Wir danken Danke dir. auch. Danke. Muito obrigado ao Shimon e a Yongsuk pela entrevista, pelo papo. E eu queria dizer que se você quer ouvir o CD ou quer comprar o CD, tem os links na descrição aqui do vídeo. Você vai encontrar informações sobre o site do professor Marciniak e das plataformas onde você vai poder ouvir esse CD. E se você quer aprender contrabaixo acústico sem sair de casa, eu acabei de lançar o meu curso de contrabaixo acústico online. Se você quer mais informações sobre esse curso, é só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. Eu vou ficar muito feliz em poder contribuir com o teu desenvolvimento no contrabaixo acústico. Se você gostou desse vídeo aqui, acho que você também vai gostar de outros vídeos que eu falo sobre contrabaixo acústico e que estão na playlist Os Fundamentos do Contrabaixo Acústico. É só clicar na playlist e continuar aprendendo. Valeu, pessoal, e bons estudos para todos nós!